You did the right thing. I did what I had to do. He was your friend. Ja, jetzt müssen wir ihn anzünden, damit er sich nicht in einen White verwandelt. Alter, das war gerade eine richtige Down-Szene. Und Elena heißt sie, ne? Elena hat da echt nichts verloren gehabt. Wir hätten sie wegschicken müssen. Gar nicht dran denken, was die da jetzt alles mit der machen. Und unsere kleine Schwester war noch drin, Talia. Ach du Scheiße. Your arrival has changed everything. Even though we've been preparing for it all our lives. Now we don't have much time. We were sent here for a reason. To protect the North Grove. Winter is coming, and we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironwrath. It may already be lost. Gregor trusted you for a reason. You know defending House Forrester is the right thing to do. You're the one they sent, Garrett. You should be the one to decide. We'll stay here. We march south. Süden ist Mans Raider. Und House Forrester ist gerade gefallen, wie wir gesehen haben. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern. The North Grove must never be lost. Duncans Worte. Nicht nur Duncans Worte, sondern auch Sir Gregors Worte. Aber ab und zu muss man, glaube ich, auch einfach mal mit alten Versprechen brechen. Oder? Oh. Ich will Garrett in Action sehen, ehrlich gesagt. Außerdem bin ich nicht so davon überzeugt mit der Blutmagie. Aber ich meine, das hat jetzt mit Blutmagie und allem anderen nichts zu tun. Ach, Mann. We march south. House Forrester needs our help. So we'll gather our forces and march south. May the gods guide us and protect us. In the name of the king, I hereby sentence you to death. Wieder zurück bei Mirror Forest, wo wir jetzt die Hinrichtung miterleben. Das ist doch Lord Andros, der da gerade weggetragen wurde, oder? Ach ja, wie dieses blutgeile Volk einfach schon drauf wartet, dass hier Leute getötet werden. Ist das Sarah? Ist doch Sarah gerade gewesen. Ach, da ist Sarah, genau. Talwick, Sarah. Ogren. Bring forth the next prisoner. So, das war's wohl. Wir haben House Forrester ganz schön dezimiert. Oh Mann. Das ist der Henker. This young woman is accused of murdering a loyal servant of the king. Who here bears witness to her crimes? I will speak to them. This woman is a traitor and a murderer! Kill her! She's A innocent! disgrace to her family name! Spare her! Mira Forrester, in the sight of gods and men, and in the name of the king, End it! I sentence you to die. Shame! Raymond! Kill her! If you have final words, Shame! speak them now. She's innocent! Go on, damn you. Iron from Ice. Brave woman! Shame! Iron from ice! A brave She's woman! innocent! Oh, a noble Kill death! her! Kneel.
Dieses blutgeile Volk einfach. Sarah und Talvik. King's Landing. Alter Schwede. Nein, echt? Und man wartet einfach die ganze Zeit noch, dass irgendwas passiert, das einem die Haut rettet. Alter. Alter, nee, Mann. Sylvie? Ich hatte gar nicht gesehen, was Sylvie dabei? House Forrester. They were nothing but Stark loyalists. And the Starks are dead. Are you listening, Reek? Father wanted to make sure they'd bend the knee. And what do I find? A child lord. Ethan the Wise. With some parasite by his side. As if I'd come to negotiate. And I thought, oh, this is going to be fun. Mira was so devoted when we first came to King's Landing. That day Cersei dragged her before the throne, Grandmother, I was actually worried for her. But she didn't have any trouble swearing loyalty to Joffrey right in front of me. And then, after that whole business with Tyrion, I thought she knew how to stay loyal when it mattered. But then there was that day when she pushed me to ask Joffrey for help, when he ripped my dress. It was bold, I'll give her that. But I can't forgive that she used me. And now, with all that's happened to her, who knows what else Mira was doing without my knowledge? Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. I saw something of myself in Garrett Tuttle. I thought I could trust in him, Sam, but I was wrong. He gave me his word that he'd stay true to the vows he'd made in the Godswood. Yet before a day was out, a brother was dead atop the wall. I needed his sword at Craster's. I defended him to Frostfinger, and it cost me. Whatever happened up there, a man of the Watch doesn't run away. Who should return then? But another Lord Forrester. Roderick. He was quite the bold one, Reek. Trying to stab me with my own blade. And ruining Griff's little humiliation by climbing out of the mud again and again and again. I was rather starting to like him. And then I thought, let's play a game. That's when the fun really started. There was something about Asher Forrester. You would have liked him, Miss Sandai. He was cocky, surely, but he wasn't uncharming. Asher needed my help. I needed to know if he deserved it, so I tested him. But there was no easy answer. But then he told me the truth. He'd risked losing all he had come here for to stand by his friend, a former slave. In the end, that mattered more than disobeying an order.
I wish I could have done more for him. Perhaps, if I had, things would have turned out differently. Loyalty. Friendship. Respect. Without them, we have nothing. I think, in the end, Mira came to understand that, Grandmother. She could so easily have turned on Sarah to protect herself. But instead, what she did, it took grace. If you're fierce enough, you leave King's Landing with your honor intact. Mira proved that. But at so high a cost. Roderick. I could have told him this story wasn't going to have a happy ending. His brother dead, his mother dead, his little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. That Bolton bastard let their upstart houses go to war, Father. I'm not unfamiliar with these Forresters. Stubborn to the end. They were passionate. I'll give them that. But they were ruled by their whims. Impetuous when they should have been shrewd. Noble and just to the end, but weak. When will these Northerners ever learn? The Starks are dead. The war is over. And they lost. Roderick? My lord. We don't have much time. They may have won this battle, but they will not win this war. Huiuiuiuiuiui. Was für ein Ende. Alter Schwede, ich kann es gar nicht glauben, ey. Mira tot, Asher tot, Roderick fast tot, Duncan wahrscheinlich tot, Mutter tot, Talia lebt noch, total überrascht. Alter Scheiße, ey. Da ging jetzt nochmal richtig alles ordentlich den Bach runter, ey. Und dieser Druckschuss, dass man irgendwie in Game of Thrones eine Aussicht auf einen Happy End hat. Also ich weiß nicht, zumindest wenn man irgendwie so eine Art ansatzweise selbstlos spielt oder irgendwie sich für andere aufopfert, ehrenhaft ist das richtige Wort. Wenn man irgendwie so spielt, Alter, das geht ja nicht. Also ehrenhaft kommt man echt nicht weit in Game of Thrones, das ist unglaublich. Dune 62,6% haben Marjorie die Wahrheit erzählt. Dune 75,3% haben sich geweigert, Morgryn zu heiraten. Dune 39,5% haben Cotter einen gnadenvollen Tod gewährt. Dune 60,5% haben Lord Whitehill leben gelassen, um eben Ryan zu retten. Hätte das so krasse Konsequenzen gehabt? Hätten wir Ryan sich selbst überlassen? Dann hätte ihn Griff wahrscheinlich getötet, ja. Hätten wir Lord Whitehill töten können?
Du und 48,6% haben den North Growth abandoned, also verlassen, um nach Ironrath zu marschieren. War vielleicht dumm. Aber war aus dem Impuls heraus. Ach, Mann. Da haben wir aber, ja, vor allem wir, nicht nur ich, da haben wir die Foresters ganz schön den Bach runtergehen lassen. Mai. Das war's also mit Game of Thrones. Die 6 Staffeln. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie mal eine Fortsetzung geplant ist. Kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall möchte ich mich fürs Zusehen bedanken. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit mir dieses Abenteuer bestritten habt. Auch wenn es jetzt leider irgendwie einen weniger guten Ausgang hatte. Wir wissen nicht, was mit Elena passiert ist. Roderick kämpft schon wieder ums Überleben, so wie wir eigentlich in Episode 1 gestartet sind. Er ist schon wieder einfach nur ein Krüppel oder einfach nur tödlich verletzt. Ach. Und der Verräter ist auch wieder da. Haben wir jetzt gerade auch noch gesehen. Der Verräter ist da. Sir Royland. Hat aber anscheinend Talia rausgeholt. Mit Elena, ja. Das wird auch nochmal blöd. Aber war auf jeden Fall cool gemacht, da dieses Resümee am Ende jetzt, wo dann einfach alle nochmal so ihre Perspektive von den Sachen erzählt haben. Nur ein paar Sachen waren dabei, da weiß ich gar nicht, dass ich mich so entschieden habe. Und zwar dachte ich eigentlich, wir hießen bei Ethan, wir erinnern uns, bei Ethan dachte ich eigentlich, wir hätten den Namen Ethan the Brave, also der Mutige. Hier hat er uns jetzt Ethan the Wise genannt. Komisch. Zumal auch das Lied am Ende, das Talia dann doch so schön gesungen hat, Ethan the Brave einfach hieß. Ach ja. Na gut, das waren die Credits. Und wie bereits gesagt, ich bedanke mich dafür fürs Zusehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und vielleicht sehen wir uns in einem anderen Let's Play auf dem Kanal. Schaut doch einfach mal durch die Videothek. Vielleicht findet ihr ja was euch gefällt. Und dann sehen wir uns da wieder. Bis dahin, alles Gute. Macht's mal gut. Ich bin jetzt mal raus. Jetzt endgültig. Langsam wird's peinlich.